1, Da war ich letztes Jahr. Das war toll. Ich habe eine interessante Führung mitgemacht und habe viel vom Schloss gesehen. Aber es war zu voll. So viele Leute. Das war ein bisschen stressig. Hast du Fotos gemacht? 2, Manchmal schaue ich mir ja gern die Videos an, aber eigentlich spiele ich lieber selbst. Ja, aber ich finde es immer ziemlich lustig. Manchmal braucht er so lang, wenn er etwas finden möchte. 3, Weißt du, was Anna gerade liest? Die unendliche Geschichte. Das habe ich als Kind auch so gern gelesen. Diese Fantasiewelt war so toll. Ich habe auch das Buch gelesen und den Film gesehen. Mir hat beides super gefallen. 4, Wollen wir am Wochenende mal wieder ins Museum gehen? Ich war schon lange nicht mehr in der Kunsthalle. Sehr gern. Es ist gerade eine tolle Ausstellung über Fotokunst. Und die alten Bilder und Gemälde sehe ich auch immer wieder gern. Um 11 Uhr gibt es da immer eine Führung. Wollen wir da nicht mitgehen? 5, Oh, du siehst aber müde aus. Ach, ich habe gestern Babylon Berlin angesehen, also einige Folgen. Die Serie ist echt spannend und interessant, wie Berlin so vor 100 Jahren war. Unglaublich. Da bin ich natürlich viel zu spät ins Bett gekommen. Bald ist das Semester vorbei und ich habe echt wieder Lust auf ein Festival. Du auch, Lina? Total. Ich würde echt gern mal nach Wacken fahren. Da ist es bestimmt super. Nach Wacken? Ich weiß nicht. Die spielen da eher so Metal, oder? Genau. Hard Rock und Metal. Ich finde die Musik toll, weil sie so schnell und laut ist. Die Atmosphäre dort ist auch cool. Das haben mir Freunde erzählt. Warte, ich schaue das mal kurz nach. Naja, die Stimmung ist auf Festivals doch immer super. Also, das ist Anfang August, 3 Tage lang. Und wie viel kosten die Karten? Oh, ein 3-Tagesticket kostet 220 Euro. Und dann noch die Fahrt dahin und übernachten und so. Ja, das ist vielleicht zu teuer. Was gibt es denn noch für gute Festivals? Also ich höre ja gern Rockmusik. Und vor ein paar Jahren war ich bei Rock im Park. Stimmt, das ist ja auch total bekannt. Ja, es war super dort. Das ist meistens so im Juni. Wo ist das nochmal genau? Bei Frankfurt? Nee, in Nürnberg. Da wohnen auch Freunde von mir. Da könnten wir übernachten. Und wie teuer sind die Tickets? Also so ein normales Ticket kostet 149 Euro. Für einen Tag? Nee, für 3 Tage. Das geht ja noch. Ja, es geht. Aber vielleicht gibt es noch ein kleineres Festival? Das ist bestimmt billiger. Mein Bruder wohnt in Diepholz. Die haben da ein kleines Festival mit gemischter Musik. Indie, Rock, Elektro. Das klingt auch gut. Wann ist das denn genau? Also dieses Jahr ist es vom... Warte, hier steht's. Vom 1. bis 4. August. Also 4 Tage. Und es ist voll günstig. Echt? Wie viel kostet es denn? Für 4 Tage nur 90 Euro. Aber warte mal. Mist, es ist schon ausverkauft. Schade. Aber dann fahren wir doch nach Nürnberg. Also, wenn wir bei deinen Freunden übernachten können. Ja, ich schreibe Ihnen gleich mal. Und ich frage die Nachbarn, ob sie meine Katze nehmen können. Hoffentlich haben sie Zeit. Gut gesagt. Etwas? Was? Hast du was? Ja, ich habe schon seit 2 Tagen Kopfschmerzen. Du bist so still. Ist was? Ich muss dir was sagen. Sowas.
Jetzt habe ich schon wieder den Schlüssel vergessen. Wer spielt auf dem Festival? Namika. Wer spielt da? Namika, eine deutsche Sängerin. Sie hat Lieblingsmensch gesungen. Was hat sie gesungen? Lieblingsmensch. Warum kennst du das Lied denn nicht? Warum ich das nicht kenne? Vielleicht, weil ich nie Radio höre. Herzlich willkommen zur Ausstellung Tiere in der Kunst hier im Kunstmuseum. Sie sehen in der Ausstellung viele Bilder von Tieren aus verschiedenen Jahrhunderten. Aber beginnen wir mit der Frage, haben Maler schon immer Tiere gemalt? Oder ist das eine moderne Idee? Nein, die Idee ist nicht neu. Schon immer haben Künstler Tiere gemalt. Früher haben sie die Tiere zuerst genau angesehen und dann in ihren Zimmern oder im Atelier gezeichnet. So hat auch Albrecht Dürer 1502 den berühmten Hasen gemalt. Der Hase war beim Malen nicht dabei. Im 19. Jahrhundert waren Tierbilder sehr beliebt, weil die Menschen die Tiere jetzt in Zoos und Tierparks ansehen konnten. Es hat aber noch keine Fotoapparate gegeben. Deshalb haben die Leute damals sehr gerne Bilder gekauft, die wie Fotos ausgesehen haben. Erst in dieser Zeit haben die Maler ihre Tierbilder direkt bei den Tieren gemalt. Sie haben also die Tiere tatsächlich gesehen und dabei gezeichnet. Im 20. Jahrhundert wird die Fotografie Alltag. Es ist nicht mehr so wichtig, dass die Tiere auf den Bildern realistisch aussehen, denn dafür hat man Fotos. Den Malern geht es jetzt mehr um neue Ideen und Kreativität. Die Künstler verwenden zum Beispiel bunte Farben und malen die Tiere abstrakt und nicht mehr realistisch. Ja, und in der heutigen Kunst, im 21. Jahrhundert also, sind die Tiere auch oft wie Menschen dargestellt. Das bedeutet, die Tiere machen Sachen, die eigentlich nur Menschen machen. Sie machen zum Beispiel Autorennen, sehen fern oder fahren in den Urlaub.